Eines Tages in einer kleinen Stadt lebte ein Junge namens David. Er war 17 Jahre alt. David war ein kluger Junge. Er war freundlich, hilfsbereit und voller Träume. Aber es gab ein Problem. Er hatte große Angst, Deutsch zu sprechen. Jedes Mal, wenn jemand etwas auf Deutsch sagte, erstarrte David. Sein Herz schlug schnell. Seine Hände wurden nass. Er wollte sprechen, aber er konnte nicht. An einem Nachmittag saß David allein auf einer Bank im Park. Er beobachtete zwei Mädchen, die auf Deutsch sprachen. Sie lachten und redeten so leicht. David verstand nicht alle Wörter, aber er fühlte etwas. Einen kleinen Schmerz in seinem Herzen. Nicht, weil er eifersüchtig war, sondern weil er auch so sprechen wollte wie sie. Er sah auf seine Schuhe und flüsterte zu sich selbst: Warum kann ich kein Deutsch sprechen? Was stimmt nicht mit mir? Hast du dich jemals wie David gefühlt? Hast du jemals gesehen, wie Menschen Deutsch sprechen und gedacht, ich wünschte, ich könnte auch so reden? Vielleicht verstehst du Deutsch, wenn du liest oder hörst, aber wenn du sprechen willst, kommt nichts heraus. Vielleicht ist dein Kopf leer, vielleicht fühlst du dich nervös oder schämst dich und dann denkst du, mein Deutsch ist nicht gut. Du fühlst dich klein, du fühlst dich festgefahren, du fühlst dich allein. Aber hör mir zu, du bist nicht allein und dein Deutsch ist nicht schlecht. Es ist nur schüchtern. Ja genau, dein Deutsch ist nicht kaputt, es schläft nur, wie ein kleiner Vogel, der still in dir sitzt und auf den richtigen Moment wartet, um zu fliegen. Aber der Vogel hat Angst. Nicht, weil er nicht fliegen kann, sondern weil ihm niemand gesagt hat, dass es okay ist zu fliegen, auch wenn man fällt. Auch sage ich dir heute, es ist okay. Du kannst fliegen, du kannst lernen, du kannst Deutsch sprechen, auch wenn du Fehler machst. Denn Fehler sind nicht ein Feind. Sie sind deine Lehrer. Jetzt frage ich dich etwas. Wenn ein Baby laufen lernt, lachen wir dann, wenn es hinfällt? Nein. Oder? Wir lächeln. Wir sagen, gut gemacht. Versuche es noch einmal. Dann steht das Baby wieder auf und läuft weiter. So lernen wir alles. Durch Fallen und Aufstehen. Aber wenn wir älter werden, bekommen wir Angst. Wir denken, was ist, wenn die Leute lachen? Was ist, wenn ich etwas Falsches sage? Was ist, wenn meine Grammatik schlecht ist? Und dann hören wir auf, es zu versuchen. Wir bleiben still. Wir sagen, mein Deutsch ist nicht gut. Aber die Wahrheit ist, dein Deutsch kann besser werden. Viel besser. Du musst nur weitergehen, wie das Baby. Lass mich dir noch eine Geschichte erzählen. Es gab ein Mädchen namens Maria. Sie arbeitete in einem kleinen Laden. Jeden Tag traf sie Kunden, die Deutsch sprachen. Sie wollte auch auf Deutsch antworten, aber sie hatte Angst. Eines Tages sagte sie zu ihrem Bruder: Ich wünschte, ich wäre auf eine deutsche Schule gegangen. Ihr Bruder lächelte und sagte: Die Schule allein bringt dich nicht zum Sprechen. Übung schon. Von diesem Tag an traf Maria eine Entscheidung. Sie begann jeden Tag einen Satz auf Deutsch zu sagen. Nur einen. Auch wenn er klein war. Auch wenn er falsch war. Sie sagte: Ich möchte Tee. Oder ich bin heute müde. Oder heute ist es heiß. Langsam wurde sie besser. Ihre Angst wurde kleiner. Ihre Stimme wurde lauter. Also, was kannst du tun, wenn dein Deutsch nicht gut ist? Erstens, hör bitte auf, es schlechtes Deutsch zu nennen. Diese eine kleine Änderung kann dir sehr helfen.
Sag nicht, mein Deutsch ist schlecht. Sag stattdessen, ich lerne Deutsch. Oder sag, ich verbessere mich. Glaub mir, dein Kopf hört deine Worte. Wenn du schlecht sagst, fühlt sich dein Kopf schwach. Aber wenn du sagst, ich lerne, fühlt sich dein Kopf stark. Zweitens. Sprich, 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 sprich. Warte nicht auf perfekte Grammatik. Warte nicht auf einen besonderen Tag. Fang jetzt an. Fang mit kleinen Sätzen an. Rede mit dir selbst. Rede mit deinem Haustier. Rede mit deinem Spiegel. Sprich einfach. Lass mich dir etwas Lustiges erzählen. Es gibt einen Mann, den ich kenne, der spricht mit seinen Pflanzen auf Deutsch. Ja, echten Pflanzen. Er sagt, Guten Morgen, meine grünen Freunde, heute ist es sonnig. Seine Pflanzen antworten natürlich nicht, aber der Mann spricht jetzt sehr gut Deutsch. Warum? Weil er jeden Tag geübt hat. Ohne Druck, ohne Angst. Du kannst dasselbe tun. Wenn du aufwachst, sag, ich fühle mich heute gut. Wenn du Tee trinkst, sag, dieser Tee ist heiß. Wenn du deine Arbeit beendest, sag, ich habe meine Arbeit gut gemacht. Diese kleinen Sätze werden in ein paar Wochen große Veränderungen. Du musst keine langen Aufsätze sprechen. Fang klein an, bleib stark. Der nächste Tipp: Höre jeden Tag Deutsch. Aber nicht auf eine langweilige Art. Wähle etwas, das du liebst. Wenn du Comedy magst, schau lustige deutsche Videos. Wenn du Kochen liebst, schau deutsche Rezeptvideos. Wenn du Geschichten magst, höre deutsche Geschichten. Dein Gehirn lernt schneller, wenn es Spaß hat. Und mach dir keine Sorgen wegen großer Wörter. Viele Menschen denken, ich brauche große Wörter, um klug zu klingen. Aber das stimmt nicht. Selbst Muttersprachler benutzen einfache Wörter. Du musst nicht sagen, ich bin erschöpft. Du kannst einfach sagen, ich bin müde. Einfach ist stark. Eine weitere starke Übung ist lautes Lesen. Nimm irgendeine kurze Geschichte oder einen Absatz auf Deutsch. Lies ihn laut, langsam, deutlich. Vielleicht verstehst du nicht jedes Wort, das ist okay. Lies einfach. Deine Zunge gewöhnt sich an die Sprache, dein Kopf wird sicherer. Du kannst dich auch aufnehmen. Ja, ich weiß, niemand mag seine eigene Stimme, aber es hilft. Du hörst deine Fehler und beim nächsten Mal bist du besser. Jetzt lass uns über Angst reden. Angst ist die größte Mauer zwischen dir und Deutsch. Und das Lustige ist, die Mauer ist nicht echt, sie ist in deinem Kopf. Die meisten Menschen lachen nicht über dein Deutsch. Sie sind mit ihrem eigenen Leben beschäftigt. Und die Menschen, die lachen, sind nicht besser als du. Sie sind einfach unhöflich. Gib ihnen keine Macht. Gib deinen Träumen die Macht. Und wenn du dich schlecht fühlst, denn ja, manche Tage werden schwer sein, erinnere dich daran, warum du angefangen hast. Vielleicht willst du einen besseren Job. Vielleicht willst du reisen. Vielleicht willst du Filme ohne Untertitel verstehen. Was auch immer dein Grund ist, halte ihn fest. Dieser Grund ist dein Licht. Sei auch freundlich zu dir selbst. Sei nicht dein eigener Feind. Sei dein bester Freund. Sag nette Dinge zu dir selbst, wie: Ich versuche es. Ich wachse. Ich bin stolz auf mich. Diese Worte sind wie Wasser für eine Pflanze. Sie helfen dir zu wachsen. Feiere kleine Erfolge. Vielleicht hast du heute 2 Sätze auf Deutsch gesagt. Großartig. Feiere es. Vielleicht hast du einen Witz auf Deutsch verstanden. Super. Lächle und mach weiter. Warte nicht auf große Erfolge, um glücklich zu sein. Jeder kleine Schritt zählt. Und schließlich erinnere dich daran: Deutsch ist kein Talent, es ist eine Fähigkeit. Und jede Fähigkeit kann man mit Übung lernen.
Du musst nicht reich sein oder ein Genie oder aus einer großen Stadt kommen. Du brauchst nur eins: den Willen, weiterzumachen. Auch wenn du das nächste Mal sagen willst, mein Deutsch ist nicht gut, halt an. Atme tief durch. Sieh dich im Spiegel an, lächle und sag, ich lerne und ich werde sprechen, egal was passiert.